Hallo YouTube, ich bin Herkon und ich repräsentiere euch mein neuestes Versus Series Video. Diesmal aus der One Piece Welt. Mit zwei sehr interessanten Charakteren, die über hervorragende Kampffähigkeiten verfügen. Cavendish gegen Kuro, alias Captain Black. Zunächst werde ich etwas über die Biografien der beiden erzählen, dann ihre Kampfkünste sowie ihre Spezialfähigkeiten vergleichen. Und am Ende werde ich sie in einem direkten Duell vergleichen. Captain Black, der mit seinem richtigen Namen Hyakutei no Kuro heißt, ist oder war, man weiß nicht genau, ob er tot ist, ein Pirat aus dem East Blue und Captain der Black Cat Piratenbande. Er ist ein großer, schlanker Mann mit zurückgekämmten, schwarzen Haaren und einer Brille. Er ist ein sehr gepflegter Mann und legt viel Wert auf gute Kleidung. In seiner Funktion als Piratenkapitän trug er stets einen langen schwarzen Mantel mit dem Zeichen seiner Bande. Weil er sein Piratenleben leid war und sich nach Ruhe sehnte, entwickelten er und sein Vizekapitän Jacko einen Plan, um Kuro aus dem Sichtfeld der Marine verschwinden zu lassen. Jacko hypnotisierte den Marinekapitän Morgan und eines seiner eigenen Piratenmitglieder, sodass das Piratenmitglied dachte, er sei Captain Black, und Morgan dachte, er hätte Captain Black gefangen genommen. Morgan ließ den hypnotisierten Piraten hinrichten. Captain Black wurde so als tot erklärt. Nach diesem klugen Plan gab er sich im Dorf Syrup als Butler der gutherzigen Miss Kaya aus, um diese später, wenn die Zeit reif ist, zu erpressen, um ihren Besitz an sich reißen zu können. Dort nimmt er den Namen Beauregard an. Als er allerdings von Lysop enttarnt wurde, gibt er seine Scharade auf und sieht sich gezwungen, alle Zeugen umzubringen. Kuro ist ein hochintelligenter Mann, der dazu noch ein guter Taktiker und Schauspieler ist. Seine wahren Charakterzüge kommen zutage, als seine Tarnung aufgeflogen ist. Kuro ist absolut kaltblütig, sadistisch und skrupellos und hat sogar, um alle Überreste seines alten Lebens auszulöschen, seine eigenen Piratenmitglieder auslöschen wollen. Cavendish, der auch der Piratenprinz genannt wird, ist der Kapitän der Beautiful Piratenbande und nach dem Kampf gegen das Doflamingo-Regime auch Kommandant der 1. Division von der Strohhut-Armada. Er ist etwa 1,80 groß, hat schulterblattlange blonde Haare, strahlend blaue Augen und hat einen athletischen Körperbau. Er trägt einen dunkelblauen spanischen Federhut, ein offenes weißes Hemd, eine dunkelblaue Dreiviertelhose und braune Schnallenstiefel mit hohen Absätzen. Als Kapitän eines Piratenschiffs trägt er auch einen langen weißen Mantel mit Rüschenkragen. Von seiner Persönlichkeit her ist er äußerlich sehr ruhig und charmant. Allerdings ist er im Inneren sehr eitel und egozentrisch und strebt sehr nach Aufmerksamkeit, die er seiner Meinung nach verdient. Er wird sehr böse, wenn ihm jemand die Aufmerksamkeit und den Ruhm stehlt. Auf der anderen Seite ist er ehrenvoll und hat ein starkes Gerechtigkeitsgefühl. Wenn er Ungerechtigkeit gegen sich oder andere wahrnimmt, steht er mutig seinen Mann und verteidigt die Hilflosen. Kuro beherrscht das Kämpfen mit den Neko no Te oder auch Cat Claws wie kein anderer in der One Piece Welt. Gepaart mit Präzision und enormer Schnelligkeit ist Captain Black ein tödlicher Gegner, den man unter keinen Umständen unterschätzen darf, nur weil sein Kopfgeld verhältnismäßig niedrig ist. Sein Kopfgeld liegt daher nur bei 16 Millionen Berry, weil Captain Black bewusst Aufmerksamkeit vermeiden wollte. Daher ist seine Stärke von den meisten schwer einzuschätzen. Pistole! Oh Mann, ist das öde. Dir werde ich's zeigen! Eine seiner Attacken mit den Neko no Te ist das Nuki Ashi, womit er sich lautlos und mit hoher Geschwindigkeit bewegen und zuschlagen kann.
Es gibt laut One Piece nur einige wenige, die diese Technik beherrschen. Ein Schlag mit den Neko no Te ist schwer zu parieren und ein Treffer katastrophal. Allerdings sind die Krallen reine Angriffswaffen, sodass Kuro darauf angewiesen ist, gegnerischen Schlägen auszuweichen. Verschwindet, Zorro, Löcher! Gum-Gum-Schleuder! Ich werde keinem erlauben, meinen Plan zu gefährden! Ich bin beeindruckt. Du hast also auch noch andere Techniken drauf. Ja, ich habe hart trainiert, um ein Pirat zu werden. Aufgrund seiner Fähigkeit mit seinem Schwert Durandal, welches als eines der besten Schwerter der Welt gilt, und der Tatsache, dass er kein Teufelsfruchtnutzer ist, kann man sagen, dass Cavendish einer der besten Schwertkämpfer der Welt ist. Nur wenige können ihm das Wasser reichen. Sowohl in der Offensive und in der Defensive weist seine Schwerttechnik kaum Mängel auf. Er ist in der Lage, präzise Angriffe auszuüben, welche enorme Durchschlagskraft haben. So kann er mit einem harten Hieb seines Schwertes sogar feste Materialien zerteilen. Des Weiteren hat er enorm gute Reflexe und einen guten Kampfinstinkt. So ist er in der Lage, den harten Angriff der Piratenlegende Don Chinchao zu bremsen und die Attacken von Doflamingo allesamt zu parieren, um Nico Robin und Trafalgar Law zu beschützen. Wenn man beide miteinander vergleicht, fällt auf, dass sie sehr auf Schnelligkeit, Präzision und Eleganz setzen. Ein Schlag mit dem Neko no Te ist sehr viel schwerer zu parieren als ein Hieb mit einem Schwert, selbst wenn dieses Schwert Durandal heißt. Außerdem hat Kuro die außerordentliche Fähigkeit, fast allen Angriffen auszuweichen, anstatt sie mit dem Neko no Te zu parieren, was die Wahrscheinlichkeit verringert, dass die Krallen brechen. Im Normalzustand ist Kuro sehr schnell und agil, aber mit seinen Krallen in Sachen Angriffsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Er verlässt sich einzig und allein auf seine Schnelligkeit. Cavendish kann allerdings mit dieser Schnelligkeit umgehen und sein Schwert meisterlich führen. Aufgrund seiner guten, ausgeglichenen Fähigkeiten in jedem Bereich und seiner taktischen Vielfältigkeit bekommt Cavendish den Vorzug in Sachen Kampfkunst. Als Meister der Neko no Te sind Kuros Fähigkeiten stark auf diese fixiert, sodass er im Kampf keinerlei waffenlose Fähigkeiten zeigt. Diese sind ihm vermutlich auch zu schmutzig und zu stumpf. Seine berühmteste Technik ist das Shakushi oder auch Todesbuckel. Ich persönlich würde diese Todesbuckeltechnik schon fast als eine Art Geisteszustand bezeichnen, in dem Kuros Skrupellosigkeit extrem zur Geltung kommt. Er lässt dafür den Kopf und die Schultern hängen und wankt während des Gehens mit dem Oberkörper hin und her. Wenn er den mentalen Zustand erreicht hat, sagt er Todesbuckel und verschwindet sofort. Dann kannst du das haben. Ich werde dir zeigen, wie schrecklich es ist. Wie schrecklich das Leben eines Piraten ist, der dem Tod ständig ins Auge sieht. Todesbuckel! Berichten zufolge läuft Black in diesem Zustand 100 Meter in 4 Sekunden. Das bedeutet, dass man ihn mit bloßem Auge nicht wahrnehmen kann. Die Technik ist ähnlich wie die Rasur der Marine, die extra für Schwertkämpfer konzipiert wurde. Allerdings ist die Rasur viel kontrollierbarer und präzise. Dafür ist der Todesbuckel absolut unberechenbar und durchschlagskräftiger. Wie viele andere große Kämpfer benennt auch Cavendish einige seiner Spezialfähigkeiten. Diese werde ich nun kurz beschreiben. Einmal Bluebird, ein Aufwärtsstich mit enormer Kraft, Swan Lake,
eine Sprungattacke, mit der er den Gegner kopfüber aus der Luft angreift. Roundtable, eine Attacke, womit er ein oder mehrere Gegner mit einem schwingende Drehbewegung angreift. Die Precious Metal Axe, eine Defensivtechnik, mit der er beidhändig und mit festem Stand schnelle sowie harte Angriffe parieren kann. Und dann natürlich die Saint-Exupéry. Es ist französisch, ich kann es nicht richtig aussprechen. Es ist auf jeden Fall eine Kavallerieattacke, mit der er viele und schnelle Schwerthiebe vom Rücken seines Pferdes Farul austeilen kann, um gegnerische Reihen zu durchbrechen. Allerdings hat Cavendish auch eine dunkle Seite. Zu seinen speziellen Fähigkeiten gehört auch, dass Cavendish von einem Dämon namens Hakuba besessen ist. Viele Fans meinen, dass Cavendish unter Schizophrenie leidet. Allerdings geht dies weit über Schizophrenie hinaus und hätte sich schon früher im Leben von Cavendish gezeigt. Immer wenn Cavendish schläft oder seine Konzentration schwach ist, kommt Hakuba hervor. Ein bösartiger und absolut blutrünstiger Dämon, der keine Loyalität oder Werte kennt und nur den Drang zu töten hat. Laut Vizeadmiral Bastille ist Hakuba der Grund, warum Cavendish so ein hohes Kopfgeld von 330 Millionen Berry hat. Als Cavendish im Königreich Rommel gelebt hat, hat Hakuba in der Nacht die Kontrolle übernommen und wahllos Leute getötet. Cavendish konnte sich daran allerdings nie erinnern und war gezwungen zu fliehen und wurde so Pirat. Wenn Hakuba den Körper übernimmt, ändern sich Cavendish' Fähigkeiten enorm. Zunächst leidet seine Schwertkunst unter Hakubas Blutdurst, da Hakuba nicht im geringsten daran interessiert ist, beim Metzeln gut auszusehen. Des Weiteren greift Hakuba wahllos an und kennt weder Freund noch Feind. Auf der anderen Seite erhöht sich Cavendish' Durchschlagskraft deutlich, was damit zu tun hat, dass Hakuba so schnell ist, dass man ihn mit bloßem Auge nicht mehr erkennen kann. Selbst geübte Haki-Anwender haben Schwierigkeiten, Cavendish in diesem Zustand aufzuspüren. Alles in allem ist dieser Zustand extrem unberechenbar. Mit viel Willenskraft kann Cavendish einen Zustand erreichen, in dem Hakuba und Cavendish im Geiste verschmelzen und Cavendish bewusst Hakubas Schnelligkeit anwenden kann. Dies ist jedoch sehr schwer. Wenn er dies allerdings schafft, ist er beinahe unbesiegbar und kann nur von Schwertkämpfern wie Zorro oder Mihawk Falkenauge gebremst werden. Mit seiner vielfältigen Technik kann man Cavendish kaum in eine aussichtslose Situation bringen. Er hat auf nahezu jede Attacke eine passende Verteidigungstechnik. Und auch wenn er schnell ist, kann er Kuros Todesbuckeltechnik nicht das Wasser reichen. 100 Meter in 4 Sekunden kann auch Cavendish nicht zurücklegen. Auch wenn Hakuba die Kontrolle übernehmen würde oder sich dann genauso schnell bewegen kann wie Kuro, büßt Cavendish in diesem Zustand doch sehr viel seiner Schwerttechnik ein. Kuro hat seine Todesbuckeltechnik besser unter Kontrolle, als Cavendish Hakuba unter Kontrolle hat. Aufgrund seiner besseren mentalen Kontrolle über seinen Geisteszustand während der Todesbuckelfähigkeit bekommt Kuro den Vorzug in Sachen Spezialfähigkeiten. Und nun das direkte Duell. Um einen authentischen Kampf zu entwickeln, habe ich mir ein kleines Szenario ausgedacht. Kuro, alias Captain Black, hat den Kampf gegen Ruffy überlebt. Cavendish, der nun als Kommandant der 1. Strohhut-Division segelt, bekommt mit, dass ein Dorf überfallen wurde und eilt den Bewohnern zu Hilfe. Als Kuro die Strohhutflagge über Cavendish' Schiff sieht, kommen unangenehme Erinnerungen hoch. Beide begegnen sich. Cavendish fordert Kuro auf, sich zu ergeben und die Bewohner in Frieden zu lassen. Daraufhin lacht Kuro Cavendish aus. Du bist ja ein richtiger Witzbold. Als Kuro Cavendish auslacht, ist Cavendish' Ego schwer verletzt und Kuro möchte sich an Ruffys Handlanger rächen. Cavendish greift Kuro furchtlos mit einem schnellen Hieb Durandals an. Kuro weicht spielerisch aus und steht plötzlich auf Cavendish' Klinge. Kuro lacht Cavendish wieder aus.
Daraufhin zieht Cavendish seine Klinge zurück und schlägt wieder zu. Wieder weicht Kuro aus. Dann greift Kuro an und entgegnet Cavendish mit einem Wirbel aus Schlägen, die Cavendish gerade so parieren kann. Cavendish ist nicht in der Lage, einen Gegenangriff zu starten, weil er ständig Kuros Schläge parieren muss. Allerdings schafft es Kuro nicht, einen einzigen Schlag zu landen, da Cavendish alle Schläge pariert. Der kleinen Spielchen nun überdrüssig, verwendet Kuro nun seinen Todesbuckel. Plötzlich verschwindet Kuro zum Erstaunen von Cavendish. Noch während Cavendish erstaunt ist, landet Kuro den ersten schweren Treffer auf Cavendish' Brust, dann einen zweiten an der Flanke. Cavendish konzentriert sich und schafft es dann, eine dritte Attacke zu parieren. Cavendish hat Kuros Technik durchschaut und pariert immer und immer wieder Kuros Schläge. Trotz der Wucht der Nekonotes bricht Cavendish' Schwert Durandal nicht. Das Konzentrieren auf die schnellen Schläge von Kuro erschöpft Cavendish' Geist. Plötzlich übernimmt Hakuba die Kontrolle und entscheidet sich sofort, ein kleines Wettrennen mit Kuro zu machen. Doch beide sind gleich schnell und keiner kann in diesem Zustand einen Treffer landen. Hakuba hatte noch nie so einen schnellen Gegner und schlägt einfach nicht präzise genug zu, um Kuro zu treffen. Doch dann schafft es Cavendish, wieder die Kontrolle zu übernehmen und hat für kurze Zeit einen Zustand erreicht, in dem er bei vollem Bewusstsein Hakubas Schnelligkeit nutzen kann. Dann plötzlich ein Treffer. Mit Hilfe von Hakubas Schnelligkeit konnte Cavendish den einen Treffer bei Kuro landen. Der erste und einzige Treffer. Verblüfft sackt Kuro zu Boden mit einer tödlichen Wunde und zerstörten Nekonotes. Somit erkläre ich Cavendish, Kommandant der 1. Strohhut-Division, zum Gewinner. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn euch das Ergebnis des Kampfes nicht gefallen hat, denkt immer daran, das ist nur meine Meinung. Bis zum nächsten Mal.